Herzlich willkommen zum nächsten Modul. Wir sind jetzt bei der Umwandlungsrate und letztens hat jemand zu mir gesagt, wie realistisch ist es eigentlich, dass 100% der Interessenten bei mir kaufen? Habe ich gesagt, gute Frage. Wenn 100% der Interessenten bei dir kaufen, bist du zu billig. Mit der Umwandlungsrate fängt Geschäft an. Also, sobald ein Interessent durch deine Tür kommt, musst du das Beste draus machen. Du musst diesen Interessenten in einen Käufer umwandeln. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, die Umwandlungsrate ist der Unterschied zwischen denen, die hätten kaufen können und denen, die gekauft haben. Ich wünsche euch natürlich, dass jeder, der durch eure Tür kommt, kauft. Aber der durchschnittliche Unternehmer schenkt dieser Umwandlungsrate leider viel zu wenig Beachtung. Wenn man sie danach fragt, schätzen die in der Regel nur, dass viele Interessenten später zu Kunden werden. Das reicht aber nicht aus. Also du solltest jetzt damit anfangen, zu beginnen, zu messen und Kennzahlen zu erfassen. Und wenn die nur schätzen, dann schätzen die Unternehmer ihre Umwandlungsrate natürlich wesentlich höher ein, als sie tatsächlich ist. Einer meiner Kunden war zum Beispiel fest davon überzeugt, dass er im Schnitt ca. 80% aller Interessenten zu Kunden macht. Nach verschiedenen Tests und Messungen fanden wir heraus, dass es lediglich 35% waren und der war schockiert. Aber sind wir ganz ehrlich, also lieber kenne ich die Realität und weiß, was ich ändern muss, als dass ich mich in trügerischer Sicherheit wähne. Denk mal drüber nach, was es für deinen Umsatz für einen Unterschied macht, wenn du es schaffst, die Umwandlungsrate von 30 auf 60% zu erhöhen. Klingt fast wie Umsatz verdoppeln, oder? Also, weißt du, wie deine derzeitige Umwandlungsrate aussieht? Wenn nicht, dann ist jetzt der richtige Moment, das herauszufinden. Und das geht wie folgt. Lade bei Downloads das Blatt Umwandlungsrate runter und dann trägst du ein, wie viele Interessenten du im Zeitraum mit deinen Strichlisten erfasst hast. Du erinnerst dich, im Modul Interessenten haben wir erklärt, wie das geht. Nun schaust du nach, wie viele Käufe ihr in diesem Zeitraum hattet. Aber Achtung, es geht nicht nur um Neukunden, sondern auch um Kunden von früher. Das sind nämlich wieder neue Interessenten. Deswegen unterscheiden wir bei der Anzahl der Verkäufer auch nicht mehr zwischen Neukunde und Altkunde. So, bist du erstaunt, wie deine Umwandlungsrate aussieht? Ich kann dir verraten, dass meine Quote im letzten Jahr bei 35% lag. Und ja, auch da ist noch Luft nach oben. Wir werden jetzt damit beginnen, am nächsten Teil deines Marketingplans zu arbeiten. Das heißt, dass wir Strategien aufführen, die deine aktuelle Umwandlungsrate beträchtlich verbessern werden. Und eine der ersten und wichtigsten Strategien ist die schriftliche Garantie. Die schriftliche Garantie. Mithilfe einer Garantie kannst du deinen Kunden die Angst nehmen, bei dir zu kaufen. Zum Beispiel kann ein Handwerker garantieren, dass er seine Baustelle bei dir zu Hause sauber verlässt oder pünktlich erscheint. Du könntest mit einer Geld-Zurück-Garantie werben oder du könntest eine Zufriedenheitsgarantie geben. Wenn dir die Idee der schriftlichen Garantie gefällt, dann überlege, was deine Interessenten bisher vom Kauf abgehalten hat. Welche Garantie könntest du anbieten, damit das Geschäft zustande kommt? Beziehungsweise, was wünscht sich dein Kunde wirklich und kannst du versprechen, genau das zu liefern? Schreib diese Versprechen auf deine Webseite und berichte in Artikeln darüber, in Social-Media-Posts und hebe dich damit vom Wettbewerb ab. Wir von Action Coach garantieren zum Beispiel, dass sich das Coaching nach 17 Wochen bezahlt gemacht hat. Und sollte das nicht der Fall sein, coachen wir unsere Kunden so lange kostenfrei weiter, bis das der Fall ist. Coole schriftliche Garantie. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie du die Umwandlungsrate steigern kannst in Bezug auf deine Interessenten. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, so neudeutsch USP, Unique Selling Proposition. Ich kann jeden Interessenten von meinem Produkt überzeugen, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal habe und das auch genauso kommuniziere. Also, was mache ich anders oder besser als mein Wettbewerb? Das muss jetzt kein Riesending sein, sondern etwas, was mich unterscheidet und warum einige Kunden lieber bei mir kaufen. Du musst dir über deine Leistungen sehr, sehr klar sein, denn fehlende Klarheit kostet Umsatz. Welchen Nutzen stiftest du?
Welche Leistungslücken deckst du besonders gut ab und wo liegt deine Kompetenz? Wo reduzierst du für deine Kunden das Risiko? Und wo schaffst du Vertrauen und wie macht deine Qualität einen Unterschied? Wir von Action Coach haben auch ein deutliches Alleinstellungsmerkmal. Wir arbeiten nur mit Geschäftsinhabern. Also wir sind Spezialisten für die Probleme von Unternehmern. Wir haben in den letzten knapp 30 Jahren weltweit so viel Expertise in der Zusammenarbeit mit Unternehmern aufgebaut, dass uns das wirklich einzigartig macht. Das ist ein USP. Kommen wir zur nächsten Strategie, die Umwandlungsrate zu erhöhen. Produktkenntnisse. Denk mal über deinen letzten Besuch in einem Elektronikfachmarkt nach. Kaufst du lieber von einem Verkäufer mit Ahnung oder von einem, der nur schnell verkaufen will? Sorge dafür, dass du und dein Team 100% Produktkenntnis haben. Überzeuge mit Fachwissen in deinem Bereich statt mit heißer Luft. Hab ein paar Geschichten von Kunden im Kopf, die mit Hilfe von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung ein Problem gelöst haben und erzähle das in eine schöne Story verpackt. Das schafft Vertrauen und das zeigt deine Kompetenz. Also ich würde bevorzugt von einem kompetenten Verkäufer mit einer guten Beratung kaufen. Du wahrscheinlich auch. Und das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, dass dein Team regelmäßig geschult werden muss. Außerdem brauchst du Verkaufsskripte, damit auch jeder Mitarbeiter zu jedem Gespräch alle wichtigen Fakten präsentiert und die Qualität der Beratung in deinem Unternehmen so konstant gut ist. Hier können auch verschiedene Angebotsoptionen einführen als Strategie. Also jeder Mitarbeiter stellt aktiv alle Angebotsoptionen vor. Nicht nur das, was er selbst versteht oder was er selbst mag, sondern einfach das komplette Portfolio. Das hat bei einem Kunden von mir zur Änderung im Umgang mit seinen Kunden geführt. Also sein Team hat immer so von friss oder stirb hin zu sowohl als auch gearbeitet. Und plötzlich ist der Umsatz gestiegen, weil mehr Kunden aus Interessenten entstanden sind. Ach ja, und Schulung heißt nicht nur Produktwissen, sondern ihr solltet auch alle lernen, wie man mit verschiedenen Typen von Menschen umgeht. Übrigens in der Bücherliste am Ende dieses Kurses habe ich 2 Bücher erwähnt, die sehr hilfreich sind im Umgang mit Kunden. Also schaut da nachher mal nach und holt euch die. Das ist echt hilfreich, um mit verschiedenen Arten von Menschen umzugehen, vor allen Dingen im Verkaufsgespräch. Nächste Strategie. Erinnere dich mal dran, wann du das letzte Mal positiv von einem Kauf überrascht warst. Kann es sein, dass du beim Eintreten in ein Geschäft besonders freundlich empfangen wurdest oder die Beratung super war? Oder gab es einen Geschäftsinhaber, der mit ganz viel Herzblut über seine Dienstleistung gesprochen hat? Oder der dir Tipps zur Verwendung des Produktes gegeben hat? Oder der gesehen hat, dass dir der Preis zu hoch war und dir Teilzahlung angeboten hat? Was ich damit sagen will, ist, sei aufmerksam mit deinen Kunden und hör ihnen zu, sei freundlich, lächle, klingt lustig, ist aber eine seit Jahrtausenden bewährte Strategie. Kennt ihr die Kellnerstrategie? Auch eine Strategie zur Umwandlung von Interessenten in Kunden. In einer Studie wurde untersucht, wie viel Trinkgeld Kellner bekamen, die wie gewohnt bedienten, im Vergleich zu Kellnern, die sich bei ihren neuen Gästen immer mit „Mein Name ist Frank und ich bin heute dafür zuständig, dass Sie sich hier wohlfühlen" vorgestellt haben. Also die haben aufgrund ihrer persönlichen Art und Weise mehr Trinkgeld bekommen, weil sie eine persönliche Beziehung zu ihren Gästen aufgebaut haben, indem sie sich mit Namen vorgestellt haben und gesagt haben, mein Job ist es heute, dich glücklich zu machen. Und so genauso ist das, wenn ein Kunde zu dir kommt in dein Geschäft, in deine Gastronomie, in dein Büro. Das Begrüßen mit Namen und die Erinnerung, persönliche Hintergründe, das wirkt echt Wunder in der Konvertierung von Interessenten zu Kunden. Du kannst deinen Kunden auch anbieten, deine Produkte oder Dienstleistungen auszuprobieren oder eine längere Rückgabefrist akzeptieren. Alles, was Kunden positiv überrascht und was sie nicht erwarten, führt zu neuem Geschäft. Ja, und ganz wichtig, zeig überall, wie zufrieden bestehende Kunden mit dir sind. Hänge Referenzen in deinem Büro aus. Sorge dafür, dass jeder Besucher zufällig drüber stolpert. Erwähne im Gespräch so ganz nebenbei, dass du diese Woche mit einem Kunden helfen konntest, weil
und erzähle die Geschichte dazu. Ich hatte mal einen Kunden, der hat in einem Laden für Nahrungsergänzungsmittel gearbeitet und der war selbst Bodybuilder. Seine Kunden haben ihn für seine athletische Figur bewundert, aber er hat nie über seine Pokale, seine Wettkämpfe gesprochen, die er gewonnen hatte. Und irgendwann konnte ich ihn überzeugen, dass er die Pokale im Geschäft präsentiert. Und plötzlich haben die Kunden viel mehr gekauft, weil der Inhaber hat angefangen, über seine Nahrungsergänzung zu sprechen und warum er diese ganzen Siege geschafft hat. Und der Kunde hat dann so gedacht, das kann ja gar nicht so schlecht sein, was der hier anbietet, wenn er damit diese ganzen Wettbewerbe gewonnen hat. Ergo, wenn du also so einen Pokal oder einen Titel gewonnen hast, dann zeig deinen Erfolg. Der strahlt auf Kunden ab. Ich habe jetzt noch ein paar betriebswirtschaftliche Strategien zur Erhöhung der Umwandlungsrate für euch. Wenn ein Kunde vor dem Kauf noch zögert, dann müsst ihr den Grund erfragen. Also liegt es am Geld? Dann könnte Ratenzahlung oder Leasing zum Erfolg führen. Oder Lieferservice kann einen entscheidenden Unterschied machen. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten. Was, wenn alle Friseure am Montag geschlossen haben und du als einziger Friseur an diesem Tag öffnest? Mach dafür an einem Tag zu, wo bei dir sowieso nicht so viel los ist und nutze diese Umsatzmöglichkeit an dem Tag, wo alle Wettbewerber nicht da sind. Übertrag mal diese Idee des Friseurs auf deine Branche. Wann sind alle deine Wettbewerber verfügbar und du nicht? Oder umgedreht. Springe in diese Nische und biete zu ungewöhnlichen Zeiten an. Was ist in deiner Branche üblich und was bisher nicht? Was ist in anderen Branchen üblich, funktioniert und ist Standard, aber in deiner Branche noch nicht? Also denke Kreuz. Schau an, was woanders funktioniert und probier es bei dir aus. Du wirst überrascht sein, was alles möglich ist. Öffne dein Geschäft für Online-Aufträge. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden, denn die meisten machen es eh schon. Wir Action-Coaches arbeiten schon seit vielen Jahren online, weil unsere Keimzelle aus Australien kommt und man dort aufgrund der großen Entfernungen sowieso schon sehr, sehr viel mit Telefoncoaching gearbeitet hat. Aber du könntest zum Beispiel deine Produktpalette ausweiten und damit neue Zielgruppen ansprechen. Oder du könntest eine spezielle Produktlinie entwickeln oder eine Innovation vorantreiben. Es gibt eine ganze Liste von Strategien, die in eurem Workbook sind. Und einige Beispiele habe ich gerade ausführlicher erklärt. Ihr nehmt nun wieder diese Liste aus dem Workbook und geht durch, was könnte bei euch funktionieren, was ist euch sympathisch, was ist etwas, wo euer Bauchgefühl sagt, das probiere ich jetzt aus. Ihr braucht nur 3 Ideen, die ihr jetzt ankreuzt, die ihr in euer Workbook übertragt und die ihr ausprobieren werdet. Notiert sie euch, denn gleich geht es weiter. Aber klar, jetzt kommt erstmal das Quiz, bevor wir mit der Anzahl der Transaktionen weitermachen.